Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute kommt meine große Drittliga-Prediction. Ich freue mich sehr hier drauf, denn es sind interessante Mannschaften hier drin. Vor allem auch viele, die gut aufgerüstet haben, aber auch viele, wo ich sage, okay, das könnte kritisch werden. Ähm, Ich werde am Anfang wieder sagen, was ich so denke persönlich. Dann werde ich predikten. Nimm euch am ersten Spieltag mit und am letzten, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie die Tabelle aussieht. Und ja, so. Und damit, um keine weiteren Predictions zu verpassen, ich denke mal, morgen kommt die für die zweite Liga. Und dann können wir richtig reinstarten in die Ligen. Ich habe sehr, sehr Bock auch auf die dritte. Leider kann man da so viel von nichts sehen ohne Magenta. Ja, sehr, sehr schade. Fangen wir direkt mal an. 1860 sehe ich definitiv als Aufstiegskandidaten. Problem bei ihnen ist einfach die Kaderbreite, finde ich persönlich. Ich finde, die haben gar nicht mal von der Breite her so einen qualitativen Kader, aber halt die erste Elf ist so die beste halt in der Liga. Das muss man halt so sagen, wie es ist. Essen sehe ich auch sehr weit oben. Die haben eine gute Vorbereitung gespielt, eine sehr, sehr interessante Vorbereitung, haben gute Spieler mit dabei, auch gute Einzelspieler, die aber auch als Team spielen und deswegen werden die sicherlich auch ganz oben anklopfen. Das war schon sehr, sehr krass, als sie uns komplett weggehauen haben. Auch unter anderem, weil sie sehr effizient waren, aber das macht halt den Fußball aus. Und so ist das dann. Ingolstadt sehe ich aktuell eher im Mittelfeld oder oberes Mittelfeld. Regensburg eher nur im Mittelfeld, wenn nicht sogar schlechtes Mittelfeld. Die haben gefühlt gar nicht aufgerüstet. Die haben irgendwie sich absolut verschlechtert und das schon bei einer Mannschaft, wo ich mir schon gedacht habe in der zweiten Liga, dass die nicht mal Drittliga-tauglich ist. Mal schauen, ob die überhaupt die Liga halten können. Ich könnte mir da auch einen Durchmarsch direkt in die vierte vorstellen. Ich lasse mich auch gerne positiv überraschen von Regensburg, dass sie auf einmal aufsteigen. Osnabrück sehe ich im oberen Mittelfeld eigentlich auch. Aachen wiederum versuchen halt die Liga zu halten, haben aber auch ganz interessante Spieler geholt. Unteres Mittelfeld eher. Dann Cottbus. Ich denke mal, die werden ein bisschen abgeschwacht sein, aber trotzdem nicht absolut schlecht. Mittelfeld. Saarbrücken sehe ich so wie immer im Aufstiegskampf. Die werden so wie immer da mithalten. Ich finde die Kader aber ein bisschen schlechter als letztes Jahr und deswegen denke ich, dass sie es nicht in die Relegation schaffen. Hoffenheim 2 wird direkt wieder runtergehen, hoffe ich. Havelse wird es auch, denke ich mal, nicht schaffen. Mannheim, die haben sich eigentlich auch ganz gut verstärkt. Ich denke mal, die werden schlechtes Mittelfeld auch packen, wenn nicht sogar ein bisschen höher im Mittelfeld. Ferl, letzte Saison richtig, richtig gut gespielt, haben aber auch gefühlt jene Spieler verloren. Da würde ich auch gerne mal in den Kader reingucken. Ich glaube, die haben wirklich unglaublich viele Abgänge gehabt. Ich glaube, die haben einen komplett neuen Kader. Ja. Weil die wirklich alle gute Spieler verkauft haben, außer Bergan Tatz, glaube ich, genau. Der ist nämlich hier noch drin. Und der ist ein richtig, richtig geiler Kicker. Ob der da noch bleibt, ist, glaube ich, jetzt auch entscheidend für meine Prediction. 13 Neuzugänge, 13 Abgänge, gefühlt alle aus der Startelf. Wie gesagt, da müssen wir schauen. Mit Berkantatz traue ich ihm definitiv den Klassenerhalt zu, ohne eher Abstieg. Duisburg wird es schaffen. Ich glaube, die haben einfach allein schon durch die Fanbase einen großen Vorteil. VfB Stuttgart 2, ohne Fiedler jetzt. Mal gucken, wie die es schaffen. Haben auch keine so gute Vorbereitung, glaube ich, gespielt. Und ja, mal schauen. Ich denke, auch eher im unteres Mittelfeld, aber Klassenerhalt. Aue würde ich tendieren zu Mittelfeld einfach. Rostock, wie gesagt, Aufstiegskampf. Viktoria Köln. Persönlich eine Mannschaft, die mich immer wieder überrascht hat. Leider haben sie den Trainer verloren. Der ist jetzt zu Sandhausen gegangen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe den Trainer sehr, sehr gemocht. Ich fand ihn sehr, sehr qualitativ und auch gut. Ich glaube, dadurch wird es dann auch ein bisschen weiter runtergehen und eher unteres Mittelfeld. Gleiches gilt für Schweinfurt, Abstiegskampf. Wiesbaden denke ich persönlich Mittelfeld. Oberes oder unteres weiß ich noch nicht ganz. Das muss ich dann schauen. Aber ich tendiere auf jeden Fall eher Mittelfeldplatz. Ulm, Aufstiegskampf auf jeden Fall. Also die haben eigentlich sich auch ganz gut verstärkt. Ja, muss man auf jeden Fall schauen, wie sich das Team dann dementsprechend findet. Und damit fangen wir direkt an mit dem ersten Spieltag. Meine kleine Einschätzung habt ihr. Ich denke tatsächlich, dass überraschend sogar Essen am ersten Spieltag gewinnen wird gegen 1860 München. Ingolstadt gegen Regensburg wird ein Unentschieden. Osnabrück hat einen Vorteil gegenüber Aachen, denke ich. Und Saarbrücken schlägt Cottbus.
Dann verliert Hoffenheim 2 knapp gegen Havelse. Mannheim und Ferl werden unentschieden spielen. Duisburg gewinnt ihren Auftakt direkt mal sehr erfolgreich mit 3:2. Aue und Rostock spielen unentschieden. Und Viktoria Köln gegen Schweinfurt wird ein Ding für Viktoria Köln, relativ eindeutig. Und Wien Wiesbaden verliert den Auftakt mit 1:0. So, das wäre schon mal der erste Spieltag so. Ich glaube, das ist relativ ausgeglichen und kann man so machen. Mal schauen, wie wir dann weiterkommen und ja, dementsprechend wer dann auch in der Halbserie bzw. am Ende Meister ist. Das sehen wir nämlich dann. Wir sehen uns am letzten Spieltag wieder und gucken dann rein. Zusammen. So, ich habe mich jetzt entschieden, den letzten Spieltag doch selber zu tippen. Und wir haben eine Tabelle, die sehr, sehr interessant wird. Wir fangen von unten an, also nehmen die Absteiger als erstes, ziehen also das Bild nach oben, was wir hier haben, und schauen dann langsam drauf und gucken, wie denn im Endeffekt das Verhältnis sein wird. Letzter wird bei mir Havelse. Ja, die Tests waren relativ eindeutig, 33 Punkte trotzdem geholt in der Tabelle, also nicht mal so ein schlechtes Ergebnis. Aber trotzdem fand ich, wie gesagt, die Testspiele schon sehr, sehr schlecht. Und haben auch nicht überzeugt. Allgemein haben auch nicht so den besten Kader. Ich denke mal, im Endeffekt geht es dann direkt wieder runter, leider. Auch wenn ich Havelse gern länger sehen würde. Dann Hoffenheim 2. Ich denke mal, die werden auch direkt wieder runtergehen. Ich finde den Kader zu instabil. Zudem haben die wirklich null Anschwung, irgendwas zu erreichen, leider. Sind ja keine Fans da. Was willst du dann machen? Also hier auf Platz 19. Auf Platz 18. Vielleicht die erste Überraschung, Ferl. Ich weiß nicht. Ich sehe sie eigentlich nicht auf dem Abstiegsplatz, aber es ist wirklich eine unglaublich ausgeglichene Liga mit unglaublich spannenden Mannschaften. Deswegen denke ich mal, dass Ferl im Endeffekt hier absteigen wird. Und auf Platz 17. Es ist sehr, 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 sehr überraschend. Aber wie gesagt, es ist kaum was im Kader passiert. Hat sich nur verschlechtert, obwohl ich schon fand, dass das Drittliganiveau nicht wirklich vorhanden war, schon in der zweiten, weil die wirklich einen Haufen Scheiße zusammengespielt haben. Vor allem am Anfang in der Saison. Zum Schluss wurde es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Im Endeffekt reicht das trotzdem für mich noch nicht für eine dritte Liga, was sie da haben. Ich lasse mich sehr, sehr gerne positiv überraschen und wie gesagt, dass sie auch aufsteigen, kann auch gut passieren. Ist eine wirkliche Wundertüte, die Regensburger, deswegen mal schauen, was da passiert. Auf Platz 16 habe ich dann bereits Waldhof Mannheim. Ich habe gesagt eigentlich, dass sie ein bisschen weiter oben mitspielen. Die haben auch lange bei mir weiter oben mitgespielt. Aber wie man auch sieht, zwischen Platz 7 und Platz 17 sind es gerade mal 3 Punkte Abstand, also keine Ahnung, komplett ausgeglichen hier predicted. Und den letzten Spieltag haben sie bestimmt verloren, genau, und deswegen, so, sie hätten auch Siebter sein können im Endeffekt. Deswegen komplett knapp hier. Aber so ist das nun mal im Fußball. Platz 15, bei mir, ich glaube, die größte Überraschung, vielleicht hier sogar im Video mit Regensburg. Energie Cottbus. Ja, für mich reicht es nicht, für mehr auch die, wie gesagt, Sieg höher, dann werden sie auch schon auf Platz 7, deswegen kann er sehr viel verschoben sein. Ich werde mich im Endeffekt wieder über alles ärgern, was ich hier predicted habe. Dann Platz 14 mit Stuttgart 2. Wie gesagt, den Trainer verloren, aber wie gesagt, da kann trotzdem noch alles drin sein. Einmal mal abwarten und schauen, was da passiert. Dann gehen wir weiter. Platz 13 ist bei mir Wien Wiesbaden. Mittelfeldplatz bzw. eher Abstiegskampf. Auch für sie sehr, sehr interessant. Wie gesagt, 3 Punkte mehr und du bist oben dabei. Aber das ist hier dann auch dementsprechend nicht der Fall, sondern eher weiter unten. Wie gesagt, alles sehr, sehr nah beieinander. 12. bei mir Erzgebirge Aue. Wie gesagt, mit Hertha hat man dann einen guten Trainer an der Seite. Wenn man ihm vertraut, wird er da auch einiges kochen können und dann vielleicht in 1-2 Saisons aufsteigen, wenn man ihm das Vertrauen schenkt. 11. bei mir Osnabrück. Die spielen eine solide Saison, finde ich. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Kann man mit zufrieden sein. Platz 10, Schweinfurt. Ich weiß selber nicht, wie die da gelandet sind. Ich habe sie eigentlich im Abstiegskampf gesehen, aber wie gesagt, auch hier 3 Punkte weniger und sie steigen ab. Die waren auch da sehr lange unten drin, kann ich sagen. 9. wird bei mir Alemannia Aachen. Auch die sehe ich eigentlich grundsätzlich ein bisschen weiter unten, aber wie gesagt, hier wieder dieses kleine Punkteverhältnis, das ist das Problem. Kann man auch sagen an dieser Stelle. So, dann machen wir das Bild nochmal größer, damit wir nicht komplett gespoilert werden. Und schauen auf Platz 8. Das wird bei mir Ingolstadt. Auch hier wieder knappes Ding. Und auch im Abstiegskampf gewesen. Wie gesagt, ich denke mal, das wird sich erstmal ein bisschen punktetechnisch verschieben in der Liga normalerweise.
Da wirst du andere Ergebnisse sehen. Vielleicht ist dann auch Regensburg Sechster und das Gefühl ganz nah dran an meinem Ergebnis. Siebter, Viktoria Köln mit 51. Also die spielen doch noch eine gute Saison, aber auch im Abstiegskampf gewesen. Dann haben wir die erste Mannschaft, die ganz weit vom Abstiegskampf entfernt ist, nämlich Duisburg. Ja, ich denke mal, die spielen eine sehr, sehr gute Runde. Mal schauen, wie die da sich durchspielen. Dann fünfter, Hansa Rostock. Ich denke, im Endeffekt reicht es doch irgendwie nicht. Ich sehe da noch 4 Mannschaften besser. Mal schauen, ob das auch der Realität dann entspricht. Vierter, Saarbrücken. Wie gesagt, die werden es nicht schaffen auf den Aufstiegsplatz. Auch das stimmt hier. Dann jetzt geht's los mit meiner Relegation. Wer kommt in die Relegation? Ich sehe Ulm da. Die haben einen guten Kader. Wenn die sich ganz gut rausspielen, dann sehe ich die definitiv im Aufstiegskampf, vielleicht sogar auch auf einem direkten Aufstiegsplatz. Dann zweiter wird bei mir 1860 und vielleicht hat man es schon erwartet, wer erster wird. Das ist nämlich bei mir Rot-Weiß Essen. Wie gesagt, ich fand die Testspiele sehr gut. Ich finde auch persönlich, dass die Mannschaft richtig gut kreiert ist, also zusammengestellt. Gefällt mir richtig gut der Kader. Schauen wir, ob das dann wirklich die Realität sein wird. Wir werden es sehen und damit lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Auch gerne eure ganze Prediction, würde mich sehr interessieren. Und damit, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.